richtige Stop-Loss-Setzung ist entscheidend im Trading. Nur ein Tipp am Rande, halte dich fern von so welchen Strategien. Und der Stop-Loss gehört definitiv nicht an einen Punkt. Und zwar dort, wo ihn jeder hinlegt. So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Wall Street Story TV mit einem extrem spannenden Thema, und zwar Thema Stop-Loss. Ich begrüße David an meiner Seite. Dankeschön. Danke ebenfalls. Ich begrüße dich auch an meiner Seite. Vielen Dank. Heute geht es um die richtige Stop-Loss-Setzung, warum ein Stop-Loss sinnvoll sein kann. Wir wollen beide Seiten beleuchten. Wir wollen nicht immer nur das sagen, was alle sagen, aus Bestätigung, weil es alle sagen, sondern das ganze Thema so ein bisschen von hinten aufrollen. Also, bevor ich rübergebe, ganz kurz, Stop-Loss ist nichts anderes als eine Verlustbegrenzung. Was bedeutet, wann immer du in eine Trading-Idee einsteigst, überlegst du dir, welches Risiko soll dieser Trade haben. Und das ist eine Überlegung, die unabhängig davon stattfinden sollte, wann und wo und ob überhaupt dein Stop-Loss irgendwo liegt. Jetzt würde ich direkt rübergeben. 100%. Und das Wort als solches ist ja eigentlich recht positiv, weil du stoppst den Verlust. Ja, trotz dessen wird dort draußen das Ganze sehr, sehr oft negativ assoziiert, dass sie sagen, oh, der Stop-Loss ist böse. Dabei ist es ja als solches, klar, Loss ist immer negativ assoziiert, aber du stoppst ja den Loss und dementsprechend lass uns doch mal versuchen, das Ganze in unseren Köpfen so reinzuprügeln, dass das etwas Gutes ist, denn du darfst dich freuen, dass an dieser Stelle dein Verlust ausgestoppt, also der hört auf, es kann nicht größer werden. Stimmt, ja. Und wenn wir es mal von dieser Seite betrachten, ist das Ganze vielleicht schon direkt mit einem Lächeln zu betrachten und man sagt gar nicht mehr, das Ganze ist böse, sondern es begrenzt einfach meinen Loss zu 100%. Ja. Und das ist halt extrem geil. Da muss man halt einfach sagen, die richtige Stop-Loss-Setzung ist entscheidend im Trading. Denn das Ding ist, du kannst es nicht verallgemeinern. Du kannst jetzt nicht sagen und hergehen und sagen, ja, alles klar, 20 Punkte und dort liegt mein Stop-Loss. Das kannst du natürlich schon machen. Ich kann dir aber direkt mit auf den Weg geben, dass alle Strategien, die auf so einem festen Parameter irgendwo aufgebaut sind, die können langfristig nicht funktionieren. Denn du versuchst irgendetwas Festes in einen Markt zu implementieren, der sich einfach ständig und immer wieder irgendwo verändert, und das kann halt langfristig einfach nicht aufgehen. Das heißt, es gibt immer Phasen, wo du vielleicht mit so einem numerischen festen Stop-Loss vielleicht mal Gewinne auch einfahren könntest, aber wir wollen das Ganze ja nicht wie ein Sprint, sondern wie ein Marathon begleiten oder ansehen, und dementsprechend muss man einfach ganz klar sagen, halt die Finger von so welchen Strategien, wo dir gesagt wird, alles klar, hier 20 Punkte und da ist dein Stop-Loss, sondern schau doch lieber mal nach charttechnischen Level, wo es sinnvoll ist, für dein Setup diesen Stop-Loss hinzulegen. Denn kein Trader, der mir bekannt ist, sagt, ich habe immer den gleichen Stop-Loss drin. Denn jeder Trader ist erstens individuell, jeder Trade ist mit dem gleichen System halt auch individuell zu betrachten, denn je nach Volatilität, je nach Liquidität in dem Markt gerade, kann es halt auch sein, dass der gerade 5-mal so stark unterwegs ist, wie er normalerweise unterwegs ist, und dann gehst du hin und sagst, ja nee, 20 Punkte, dann müsstest du ja eigentlich auch hingehen und sagen, alles klar, 5-mal so starke Bewegung derzeit im Markt, deswegen müsste ja mein Stop-Loss im Umkehrschluss auch 5-mal so groß sein, macht man dann aber nicht, deswegen nur ein Tipp am Rande, halte dich fern von so welchen Strategien und versuch wirklich diesen Stop-Loss individuell an dein Setup anzupassen. Und wie das Ganze geht, kannst du gerne erläutern. Sehr geil, perfekt. Genau das ist es. Also keine eindimensionale Lösung auf ein mehrdimensionales Problem. Wichtig ist, ein Stop-Loss soll dein Risiko begrenzen, und zwar soll da liegen, wo dein Setup nicht mehr valide ist. Und der Stop-Loss gehört definitiv nicht an einen Punkt, und zwar dort, wo ihn jeder hinlegt. Weil entweder du nutzt die Liquidität oder du bist die Liquidität. Und das Problem ist einfach, und schau dir das einfach mal im Chart an. Ich habe hier nebenbei den DAX laufen, ich schaue mir die verschiedenen Märkte an. Du siehst sehr, sehr häufig, dass der Markt in einer Seitwärtsphase, also in einer Akkumulation bzw. Distribution, sehr, sehr häufig ein Tief abgreift, nur um dann die Richtung zu wechseln und nach oben zu rennen. Und genau das kriegen wir halt beigebracht, das kriegen wir mitgegeben von entsprechend eigentlich überall, alle möglichen Quellen, alle Coaches, alle möglichen Banken, die irgendwelche Akademien oder Trainingsprogramme haben, sagen immer, Stop kommt unter das letzte Tief oder über das letzte Hoch. Punkt 1, überleg dir erstmal, ist das ein Bereich, wo dein Setup nicht mehr gültig ist? Was bedeutet, wenn du Short im Markt bist und beispielsweise deinen Stop-Loss irgendwo weiter oben liegst,
dann kannst du dich als ganz einfache Fragestellung fragen, liegt mein Stop-Loss da, wo ich anstatt Short zu gehen, jetzt Long gehen würde? Und wenn du nicht dort, wo dein Stop-Loss liegt, wenn du da nicht Long gehen würdest, dann solltest du den Stop-Loss da auch nicht hinlegen. Punkt aus Ende, weil es begrenzt dein Setup. Und wenn da eine Möglichkeit besteht, dass der Markt möglicherweise sich einen Punkt, irgendeinen Point of Interest nochmal holt, diesen Bereich antestet, und nur um dann in deine Richtung zu drehen, wenn diese Möglichkeit besteht, aufgrund deiner Analyse, dann lass den Markt das machen. Dann gib dem Markt die Chance, das hoch abzugreifen und für dich zu laufen, anstatt du da deinen Stop-Loss hinlegst, wo es halt so gemacht wird. Und ich will dir eine Sache sagen, ob du alle Hut auf hast oder nicht, aber dieses ganze Trading, diese ganze Geschichte wird ja auch häufig so ein bisschen Esoterik, als Esoterik bezeichnet. Aber woher kommen diese Phrasen oder woher kommen diese Dinge, die niemand in Frage stellt, wie Stop über das letzte Hoch, unter das letzte Tief? Woher kommen die? Irgendwer muss ja dieses gesamte Informationssystem in die Welt gesetzt haben. Und ich kann dir eine Sache sagen, das werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Institutionen und Banken sein, die auf ihrer Internetseite stehen haben, mach dir einen Account für mich bei mir auf, du kannst den ab $100 kapitalisieren und hier, wir geben dir auch noch ein kostenloses Programm mit dazu. Jede Woche haben wir ein kostenloses Webinar, wo du Trading lernst. Wenn du Geld an den Börsen machst, dann haben die Banken weniger Geld, dann machen die Banken weniger Gewinn an dir. Was bedeutet, Banken wollen nicht, dass du traden kannst. Und überleg dir mal, 4 von 5 Zahnärzte empfehlen Zahnpasta. Wird die Zahnpasta wirklich für gesunde Zähne sorgen, wenn Zahnärzte ihr Geld mit kaputten Zähnen machen? Und genau in der Geschichte halt auch, werden dir Banken wirklich profitables Trading beibringen, wenn sie Geld machen, wenn du verlierst? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ja. Und um nochmal auf die Stop-Loss-Setzung allgemein einzugehen, wie kannst du es denn machen? Weil guck mal, grundsätzlich brauchst du ja einen Stop-Loss, ja, und irgendwelche Parameter müssten ja da sein, dass du sagst, alles klar, ich lege den da hin, weil da mein Setup nicht mehr intakt ist. Wenn du jetzt beispielsweise short unterwegs bist in einer Abwärtsstruktur, dann kann es natürlich durchaus generell Sinn machen, den Stop-Loss über dieses letzte Hoch zu setzen, weil du sagst, alles klar, wenn der ja dann da drüber geht, dann ist der Trend vielleicht zu 50% gebrochen und deswegen möchte ich nicht mehr im Markt sein. Jetzt kommt aber etwas Zusätzliches mit hinzu. Nimm dir doch die Marktvolatilität zunutze und schau, dass du nicht nur in einem Fake-Out ausgestoppt wirst, genau, sondern wenn überhaupt in einem Breakout. Und es gibt einen einzigen Indikator, der mir dafür bekannt ist, wo du anhand dessen sehen kannst, wie die durchschnittliche Schwankungsbreite der letzten 14 Kerzen auf Standardeinstellungen mehr oder weniger stattgefunden haben. Und das ist der ATR, der Average True Range. Wenn du diesen verwendest und dann sagst, alles klar, normalerweise ist ja mein Setup dort nicht mehr intakt, aber ich möchte nicht in Gefahr laufen, in einen Fake-Out zu kommen. Ja. Was kannst du also tun? Du kannst 1 bis 3 ATR draufrechnen. Das heißt nichts anderes, als dass du 1 bis 3 durchschnittliche Kerzen mehr Platz über diesem Hoch hast, sodass wirklich 3 starke Kerzen beispielsweise durch dieses Hoch schießen müssen und dann ist es in der Regel kein Fake-Out mehr, sondern ein richtiger Breakout und da möchtest du nicht mehr im Markt sein. Kannst du das Ganze so bestätigen? 100%. 100%. Sehr geil. Und das wäre halt noch so ein Tipp von meiner Seite aus. Das ist etwas, das geben wir auch in den Ausbildungen weiter. Ein paar Nuggets werden wir hier natürlich auch immer wieder im Wall Street Story TV raushauen. Nicht allzu viel, muss man natürlich auch Verständnis haben, aber wir geben uns größte Mühe, niemandem auf den Schlips zu treten und hier trotz dessen den maximalen Mehrwert für jede Zuschauerin hier zu liefern. Und ich glaube, diesbezüglich, ganz kurz und knapp, haben wir schon alle Punkte genannt. Ich würde noch ein bisschen was hinzufügen, wenn das klar geht. Natürlich. Also die Sache ist halt du musst halt immer überlegen, Stop-Loss wird nicht zu Unrecht Freund des Brokers genannt. Was auch bedeutet, die Trading-Gemeinde schwört ja darauf zu sagen, du musst unbedingt einen Stop-Loss haben und der Trend geht ja dahin so Richtung Smart-Money-Konzept, möglichst kein kleines Stop-Loss zu haben und dann riesen CAVs und sowas. Never change the running system. Wenn das für dich funktioniert, ist das sehr, sehr gut. Die Sache ist halt, aber dir bringt das nichts, wenn du 10, 20 Mal mit einem ganz, ganz kleinen Risiko ausgestoppt wirst, weil du jedes Mal entweder eine Kommission zahlst oder du zahlst jedes Mal ein Spread. Das bedeutet also, dein Interesse sollte nicht daran liegen, möglichst viele Trades zu haben, sondern möglichst gute Trades zu haben und da auch drin zu bleiben. Das heißt, das ist der nächste Punkt. Und wann immer du ausgestoppt wirst,
kannst du dir vorstellen, wenn du einen Stop-Loss von einer Verkaufsorder hast, ist das eine Kauforder. Das heißt, jemand anderes muss verkaufen. Ja, wenn du die Gegenposition zu deiner Position ausführen lassen willst, dann muss die Gegenposition, zum Beispiel eine Institution oder Bank, da kaufen, wo du verkaufen musst durch einen Stop-Loss. Das kann helfen zu verstehen, wo Liquidität sich mehr anlagert oder wo nicht. Und das sind ganz, ganz entscheidende Punkte. Der nächste Punkt ist, ich reiße die Themen jetzt nur an, weil wie du halt sagst, da ist eine Paywall vor und das auch zu Recht, weil wir halt auch viel Zeit und Geld investiert haben, um dahin zu kommen. Volumen. Du siehst auf den Perioden, beispielsweise H4, wie viel Volumen in eine H4-Kerze reingekommen ist. Du kannst das Ganze auf einer bisschen kleineren Zeit dann halt noch ein bisschen detaillierter betrachten und sehen, in welcher Preiszone ist viel Volumen reingekommen. Was bedeutet, dass da Liquidität übrig bleibt, ist relativ wahrscheinlich. Das bedeutet, dein Stop-Loss sollte nicht darin liegen, weil Liquidität möglicherweise auch noch für dich persönlich eine Trendumkehr in deine Richtung bedeuten kann. Das gleiche funktioniert auch mit Point of Interest, wie zum Beispiel einem Tageshochpunkt. Du kannst dir diese Price-Action-Grenze oder diese Baselines, wie wir sie zumindest in unseren Kreisen nennen, kannst du dir anschauen und sagen, wo hat der Markt zum letzten Mal Liquidität abgegriffen, beziehungsweise einen Tiefpunkt erreicht und unter diesem Tiefpunkt nur noch Liquidität abgegriffen in Form von Schatten. Das ist für dich ein ausschlaggebender Punkt, wo du siehst, da muss ein Tages- oder ein Wochenlevel liegen, was sehr starke Price-Action bekommt. Das heißt, da ist ein sehr dickes Level. Das können wir auch Bankenlevel nennen, einfach, weil so viel Liquidität in den meisten Fällen nur große Institutionen mit sich bringen. Das heißt also, dein Stop-Loss sollte nicht auf einem Tages- oder auf einem wichtigen Wochenlevel liegen, weil das mit großer Wahrscheinlichkeit angetestet wird. Ja. Ne? Und deswegen, das sind so kleine Punkte, das kannst du auch mit Fibonacci machen, das kannst du auch mit Fibonacci Retracements, Fibonacci Extensions machen. Wichtige Punkte sind, du brauchst eine Systematik, du musst dir überlegen, ein Stop-Loss ist dein Freund, aber auch der Freund des Brokers, das heißt also, du musst dich nicht immer ausstoppen lassen und du kannst unter Umständen auch ohne Stop-Loss handeln, aber das muss sich Punkt 1 in deiner Positionsgröße widerspiegeln und Punkt 2, vielleicht solltest du auch einen Hedging-Ansatz, dann sollte dir nicht fremd sein, aber die Sache ist auch ganz klar, diese Standardregeln im Trading führen zu Standardergebnissen und 97% aller Trader verlieren ihr Geld. Das bedeutet also, mal ein bisschen outside of the box zu denken, kann funktionieren, aber, das ist der letzte Satz, bleib dir ehrlich und treu, weil wenn du emotional dich nicht unter Kontrolle hast, dann wird dir auch ohne Stop-Loss zu traden definitiv dein Konto kosten. Deswegen, das von meiner Seite noch. Geisteskranke Informationen. In dem Sinne haben wir jetzt wirklich alles genannt, zumindest alles, was wir kostenlos zur Verfügung stellen können. Wünschen euch nur das Beste. Dein David, dein Dominik von der Wall Street Story TV. Bye bye. Gute Trades.